Herzlich willkommen zu dem Bibelkurs über das Hohelied. Ich freue mich, dass wir wieder zusammen sind. Und ich hoffe und bete, dass dieses Studium, dieser Bibelunterricht, diese Bibelauslegung von dem Buch dich ergreift, dich festhält, dich ermutigt, schneller zu laufen, weil da ist so viel im Land in Besitz zu nehmen. Und ich bete, dass du auch durch dieses Studium eine Liebe für die Bibel, dass du die Stellen nachschaust, dass du über das überlegst, dass du in der Woche über das nachdenkst und hineinkommst in die Wahrheiten. Ich möchte auch sagen, ich bin offen für Feedback. Und ich würde mich echt freuen, wenn ihr das verbreitet zu Freunden oder sagt das zu Leuten, die ihr kennt. Das wäre vielleicht interessant für dich. Und auch noch ein Wunsch, den ich habe, ist, dass Menschen während das ganze Buch mit mir zusammen hineinschauen. Einfach zu sehen, wie aufbauend, wie weit wir können mit Gott gehen und auch zu verstehen die Wege des Herrn. Weil das hat mir in meinem eigenen Leben mit Gott über diese fast 50 Jahrzehnten so geholfen, dieses Buch zu verstehen. Oh ja, jetzt kann ich das lernen. Oh ja, nach das kann. Vielleicht komme ich in dem Dimension. Es baut unser Glauben. So, das ist mein Herzenswunsch an euch. Und ich bete, dass das ein Segen ist für euch und dass es viel Frucht in euer Leben hervorbringt. Bitte auch teilt das mit für junge Leute, junggläubige Leute, weil das ist genau gedacht für Leute wirklich so ein Weg der Heiligen, von der alle die Jahrzehnte, die mit Jesus gegangen sind, die ganze Fülle, die es gibt in Gott. Okay, das letzte war, wie gesagt, ein Wendepunkt in der Geschichte, wo diese Braut, sie war so viel Furcht, ist ausgetragen aus ihr Leben. Sie ist so zerschmelzen durch seine Liebe, wie er sie sieht. Sie ist so sicher und er hat sie so weit gebracht, dass sie sagt, ich will gehen zu den Mierenberg und den Weihrauchshügel. Und jetzt sagt der Bräutigam, alles an dir ist schön, meine Freundin, und kein Makel ist an dir. Weil sie sich so vereint hat mit das Kreuz und so hineingekommen ist, wirklich in das Leben in Gott, dass sie ist so rein und heilig in seinen Augen, seine Freundin. Und jetzt kommt, ja, auch eine ganz neue Auffahrt, Aufstieg. Und jetzt kommt sie in den Bereich von Libanon, wo die höchsten Berge in dem verheißenen Land waren. Und jetzt sagt er, mit mir vom Libanon, meine Braut. Mit mir von Libanon sollst du kommen, sollst herabsteigen vom Gipfel des Amana, vom Gipfel des Sanir und Hermon, weg von den Lagerstätten der Löwen, von den Bergen der Leoparden. Okay, jetzt, sie kommt nicht nur in Auferstehungsleben, sie kommt in diese Auffahrt, diese Himmelfahrt Christi, und ihr Leben wird gepflanzt dort oben vor dem Thronsaal mit den König und priesterlichen Armeen des Herrn, und sie wird wirklich hineinkommen auf dem wohlriechenden Höhen des Libanon. Libanon war Berg im Grenzgebiet zwischen Feindesland und verheißenem Land. Das war im Norden Israel. Und das war wirklich Berggipfel, Bergketten, das war die höchsten Berge in Israel. Und so, er sagt, jetzt kommt mit mir, du bist vereint mit mir, jetzt sind wir zusammen in dieses Position
in dem Thronsaal Gottes. Und hier möchte ich ein Vers lesen, was das beschreibt in neue testamentliche Sprache, wo ich finde, wenn wir hineinkommen in diese Wahrheit, das ist eine ganz neue Ebene, wo wir herabschauen auf die Feinde. Wir sind nicht mehr inmitten aller diese Kämpfe und Dunkelheit. Wir sind hineingekommen in eine wirkliche hohe Erhabenheit mit dem Herrn. Und ich lese von Epheser 1 und ich werde nicht die ganze lesen. Aber ich lese ab Vers 19. Und er betet, dass wir der Geist der Weisheit und Offenbarung haben, damit wir die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, sehen, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat, hoch über jede Gewalt, Macht, Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben. Und dann in Epheser 2, Vers 6 exakt: Durch Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns mit auferweckt und mit sitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. So, jetzt komm mit mir auf diese Bergketten von Libanon und hier merk das. Das ist das erste Mal, wo er zu ihr sagt, meine Braut. War immer meine Freundin, meine Taube, meine Schöne. Und zum ersten Mal und von nun an kommt diese Sache mit mir von Libanon. Jetzt sind wir vereint. Jetzt sind wir eins. In das Kreuz, in die Auferstehung und in den Himmelsfahrt, ein Thronaufstieg. Und jetzt sitzen wir mit ihm in diesem Ort hoch über jede Macht der Finsternis, jeden Namen, der es gibt in der Welt und in der unsichtbaren Welt. Jesus Christus ist der Herrscher über alles. Merk, nicht nur ein bisschen triumphiert, nicht nur etwas über diese Mächte, hoch über alle, weit über alles sitzt er. Und jetzt mit mir von dieser Libanon, was spricht von diesen himmlischen Orten. Libanon ist wirklich der Ort, wo diese wunderschönen Zedern des Libanons wachsen. Es ist ein Ort von Majestät, schneebedeckten Bergen, die unser Blick auf den Höhen erheben. Und jetzt kommt mit mir in diese himmlischen Höhen und schaue herab auf die irdischen Stufen und auf die Feinde. Wow, jetzt öffnet diese Position. Und die Dinge zu sehen, erstmal im verheißenen Land, betrachte die Dinge von den Höheren und erstmal in dieser Kampfführung, es ist eine Position einzunehmen. So jetzt nimmt sie diese Position ein, mit Sitzen, zu seiner Rechten, in der Ort der Herrlichkeit, in der Ort der Autorität und des Sieges, weit über alle Mächte der Finsternis. Und erstmal, man nimmt diese Position ein. Genauso wie du glaubst, dein alter Mensch ist mitgekreuzigt, genauso wie du glaubst, Christus lebt in dir jetzt, du setzt deine Glaube an diese Position des erhörten Christus für
vereint mit ihm. Und von diesem Ort, weit über alles, kriegen wir eine ganz andere Perspektive über die Welt und über das Leben. So, diese Libanonsberge, das war nicht nur eine Gipfel, das ist mehrere Gipfel. In dem Auffahrt, in dieser Aufstieg, das ist eine Grundlage, wirklich von einem weiten Land. Und von diesem Ort oben, du kannst bewegen, du kannst wachsen, du kriegst eine Perspektive, du kannst dort wohnen mit Christus in Gott. Das sind Räume und Möglichkeiten, die öffnen und Räume der Herrschaft und des Sieges und Autorität, die man vorher wirklich nicht gehabt hat. Okay, und dieser hohe Berg spricht auch von Absonderung von der Erde an himmlischen Orten. Und es ist ein Ruf auf den Grund der Auffahrt zu stehen und von dort herabzuschauen und von dort zu sehen, das Land, das Gott für uns hat. Und ich möchte hier sagen, das ist deine Position auf den Bergen. Wie lieblich auf den Bergen sind die Füße dessen, die frohe Nachricht bringen. Ich lebe nur auf den Bergen. Ich lebe nur vereint mit Christus in diesem Ort mit seiner Autorität, wo alle Feinde unter meine Füße sind. Das ist das Platz, das Gott uns die Gemeinde gegeben hat. Er hat uns Christus als Haupt über alles der Gemeinde gegeben. Und so, ich bin Teil des Leibes Christi, vereint mit dem Haupt in der himmlischen Höhe und alle diese Feinde sind unter meine Füße. Und ich lebe mit ihm. Ich fange an von diesem Ort des Sieges. Ich reite mit in seinem Triumphzug. Egal was die Umstände sind. Ich bleibe vereint mit dem erhobenen Herrn der Herrlichkeit. Mein Geist ist eins mit seinem Geist. Ich bin mit ihm gekreuzigt, mit ihm auferweckt und mit ihm sitzen in den himmlischen Orten. Und hier sagt es dann, du sollst kommen, herabsteigen und herabschauen vom Gipfel des Amana. Amana bedeutet Wahrheit. Eine von den Gipfeln heißen Wahrheit oder der Siegel des Bundes. Weil Wahrheit und Treue sind eine feste, überzeugte Land, wo keine Veränderung ist. Das ist eine Wahrheit. Du kannst schauen durch die Wahrheit. Sainir bedeutet Rüstung. Und in diesem Ort, in der Himmelswelt, wir stehen auch in Epheser 6 in die völlige Rüstung und die völlige Waffenrüstung, den völligen Schutz, die uns gegeben ist. Gottes Waffenrüstung, die ganze Waffenrüstung haben wir an. Und das ist dieser Ort im Geist, wo wahre Realitäten verstanden sind. Und dann es sagt von dem Gipfel von Hermon. Hermon bedeutet Zerstörung. Und das bedeutet, dazu ist der Sohn, 1. Johannes 3, Vers 8, dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Feindes zerstört. So, wir stehen in der Wahrheit, in die volle Waffenrüstung Gottes und wir schauen herab, dass der Feind zerstört ist und diese Pläne und diese Lagerplätze des Löwen, wir können sie sehen von oben und von oben, wir können wirklich Mächte der Finsternis zerstören und die wahre Macht hinter die Probleme in dieser Welt. Man kriegt eine geistliche Perspektive über die Nationen. Man kriegt eine Schau. Was sind die Sachen, die wirklich geschmettert unter die Füße Jesus müssen, die wirklich herrschen in diese himmlischen Dimensionen? Ja, denk mal, diese zärtliche Braut, wir, die wirklich in uns selbst schwach sind,
sind stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und das ist die Sicht, die Perspektive von dem verheißenen Land. Und das ist der Bereich, wo Gott die Endzeit Gemeinde ruft, gerade jetzt und uns hineinbricht. Als das Volk Israel in den verheißenen Land gegangen sind, es war die Zeit, als eine Armee Könige zu besiegen, Städte und Regionen zu befreien. Wir sind genau in diesem Punkt, in was Gott in Nationen heute tun möchte. Er ruft sein Endzeitbraut, komm mit mir und lass uns jetzt sagen, wir wollen zu den Mierenberg, egal, wir sind nicht mehr denken an den Preis. Guck mal, wenn du dein Leben retten willst, du wirst es verlieren. Wenn du dein Leben verlierst für Jesu Willen, du wirst die Schätze von überfließenden Leben finden. Und er treibt alle Angst aus unser Herzen durch seine liebenden Worte, wie er uns sieht. Und so er spricht, er ruft zu die Endzeit Brautgemeinde, komm mit mir, mein Braut, komm mit mir zu den Gipfel des Berges, komm mit mir zu den höchsten Berg, komm mit mir, mein Endzeitgemeinde. Nimm deinen Platz an der Seite des Königs, wirklich gegen dämonische Gewalten, wirklich zu herrschen und wo der Feind sein Stätten hat in der Himmelswelt. Ihr könnt mit mir zusammen wirklich in diesem Platz leben. Meine Braut, meine Freundin. Und das hoffe ich und das sehe ich. Aber es ist wirklich nur von diesem Ort, dass wir in diese Triumphprozession mitreiten, mitgehen. Schon mit dem Sieger vereint, schon hoch über alles, schon zu seiner Seite in diesem Platz, schon in dieser Armee der Anbetung und Gebet von die Könige und Priester.